Hallo, ich begrüße euch. Das, was ich jetzt hier aufnehme und euch zeige, das ist das Kick-Off-Video zur Playlist Fachvokabulare kuratieren. Dieses Thema, das habe ich mir nicht so einfach aus dem Nichts heraus überlegt, sondern ihr wisst es oder ihr könnt es nachlesen, ich bin IT-Trainer praktisch seit meinem Studium. Und in den letzten 10 Jahren, da mache ich das zunehmend online, auch schon vor der Pandemie. Und da habe ich in meinen Kursen 30–50% Menschen mit Migrationshintergrund. Das heißt, sie sprechen Deutsch als Fremdsprache. Und wie gut sie das können, das merke ich natürlich schon, wenn sie sich in der Vorstellungsrunde dann präsentieren. Da weiß ich häufig schon, im ersten und zweiten Modul, da wird das wahrscheinlich mit der Prüfung nicht klappen, weil die ist schriftlich. Texte, die man lesen muss und verstehen muss, um dann bei den Multiple-Choice-Antworten das Richtige auszuwählen. Das ist sehr ärgerlich für mich, weil ich möchte natürlich, dass meine Kursteilnehmer Erfolg haben und für die natürlich auch, weil sie müssen natürlich gegenüber dem Kostenträger nachweisen, dass sie sich bemüht haben. Und das war der Grund, warum ich dann die Kursunterlagen, die kommen bei meinem Auftraggeber meistens vom Herd-Verlag, hergenommen habe. Die habe ich als E-Book. Und da tue ich diese Kursunterlagen im Prinzip in die Zwischenablage kopieren. Da habe ich extra beim Herd-Verlag nachgefragt, dass ich das darf, wenn jeder Teilnehmer so ein Buch hat. Und dann tue ich diese Kursunterlage in Word zerlegen in einzelne Worte. Und diese werden dann in einer Liste an Excel übergeben, damit dort die Unikate in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt werden. Und daraus kann man dann Verknüpfungen herstellen. Da gibt es Hyperlink-Funktionen mit entsprechenden Nachschlagewerken. Früher war das der Duden, heute gibt es Wiktionary und anderes. Oder auch die Suchmaschinen, die liefern tolle Sachen. Und das wird dann verwendet, um nachzuschlagen, was bedeutet das. Es gibt auch tolle Übersetzer. Google Translate kennen die meisten. Besser ist DeepL, ein deutsches Produkt, was auf künstliche Intelligenz setzt und noch etwas bessere Ergebnisse liefert als Google Translate und ähnliche Programme. Und da kann man eine ganze Menge mitmachen. Das habe ich in der Playlist dargestellt. Das sind 8 Videos. Und da könnt ihr dann auch, wenn ihr die Videos euch angeschaut habt, könnt ihr das natürlich wahrscheinlich auch, ohne dass ihr da in den Moodle-Kurs kommt, nachvollziehen. Aber es gibt ja sicherlich viele, die sagen, es wäre ja nicht schlecht, wenn wir mit dem Konrad oder mit den anderen, die daran interessiert sind, uns austauschen könnten in der Videokonferenz oder eben auch asynchron über eine Moodle-Plattform. Und da sind alle eingeladen, bei dieser Sache mitzumachen. Und dann kann man also auch vielleicht ganz neue Ideen bekommen, weil wenn mehrere zusammen sind und brainstormen, dann gibt es Dinge, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hat. Das, was denn da abläuft, das habe ich ja beschrieben. Ich zeige euch hier gerade die ganzen Adressen zu meinem Profil, zu den Erklärungen, die man da ausführlich lesen kann und auch, was da an Plattformen schon verfügbar ist, wo man sich anmelden kann, wenn man dann einen Benutzernamen hat. Das seht ihr hier. Und wenn ihr dann auch schon ein bisschen mehr wissen wollt, wie ich vorgehe, dafür habe ich hier ein Ablaufdiagramm. Das will ich vielleicht so ganz kurz vorstellen, damit ihr wisst, was ihr da in Word und Excel erwarten könnt. Aus den E-Books werden einzelne Worte extrahiert. Diese werden dann verglichen mit einem Wortschatz. Da kann man irgendeinen erstmal als Standardwortschatz nehmen. Ich habe hier, weil das in Deutschland die Mindestvoraussetzung ist, um eine Ausbildung zu beginnen, da habe ich vom Sprachzertifikat Goethe B1 habe ich den Wortschatz genommen, das sind so 5.000 oder 6.000 Worte, wenn man die zerlegt, und die habe ich gesagt, die muss jeder, der hier im Kurs ist, einfach können, oder er kann sie sich natürlich auch nochmal anschauen und überlegen, welche kannst du vielleicht noch nicht, aber wenn jemand im Kurs ist, sollte er also mindestens dieses Zertifikat für die Sprachkompetenz haben oder eben Muttersprachler sein. Und dann wird dieses, was da als bekannt vorausgesetzt wird, verglichen mit dem Wortschatz der Bücher oder der Prüfungsordnungen, die es von den Industrie- und Handelskammern oder von der Kultusministerkonferenz gibt. Und dann stellt man fest, es sind sehr viele Worte da, die man nicht kennt.
Die meisten Worte sind ja so und, oder, der, die, das, also Artikel oder als und zu und zum und ähnliche. Das ist ja eine Sache, taucht sehr häufig vor in solchen Unterlagen, aber da müssen wir uns nicht drum kümmern. Aber wenn es dann zum Beispiel bei Datenbanken um eine referenzielle Integrität geht, da weiß auch ein deutscher Muttersprachler in der Regel nicht sofort, was damit gemeint ist. Oder wenn es Biologie wäre, Desoxyribonuklein-Säure. Das ist also auch nicht eine Sache, wo jeder zuordnen kann. Das sind also Sachen, die tauchen dann hinterher in diesen Listen auf und die kann man dann nachschlagen in den bekannten Nachschlagewerken Wiktionary. Ähnlich wie der Duden funktioniert es eben nur frei zugänglich. Dann haben wir eben auch DeepL, was ich hier einsetze. Da gibt es eine kostenlose Version, die reicht hierfür aus. Und natürlich, was immer schöne Ergebnisse liefert, das sind die Suchmaschinen. Sind das nun Google, was am bekanntesten ist, oder Bing oder DuckDuckGo. Es gibt also da viele Möglichkeiten. Das, was ich hier präsentiere in den Videos, die hier nach dem Kick-Off folgen, das könnt ihr also dann selbst umsetzen. So viel hier zum Einstieg. Es freut mich, wenn ihr euch diese Videos, die jetzt in der Playlist verfügbar sind, anschaut und vielleicht sehen wir uns dann in der Vorbesprechung oder vielleicht später sogar in der Moodle Cloud. Dann sage ich heute Tschüss.